Heute öffnet sich im Wonderworks Podcast ein besonderer Raum. Und darin begrüße ich eine Frau, die Denken, Kunst und gesellschaftliche Verantwortung seit Jahrzehnten miteinander verwebt. Doktorin Magistra Ute Lippold. Sie stammt aus Bregenz, hat in Wien Philosophie, Publizistik und Germanistik studiert. Sie ist Mutter dreier Töchter, Regisseurin, Autorin und Philosophin, Universitätslehrende und seit 2013 Intendantin des Theater Wolkenflug. Zudem hat sie Visible gegründet, ein Projekt, das Frauen in Kunst, Kultur und Gesellschaft den Platz gibt, der ihnen zusteht. Utes Arbeit entsteht aus einer klaren inneren Haltung, Betrachtung und Reflexion ihrer Umwelt. Sie sieht das Leben als Weg, der sich aus vielen Erfahrungen zusammensetzt, als etwas Ganzes, das wir nicht aufteilen, sondern verstehen dürfen. Und genau diese Haltung trägt sie in ihre künstlerischen und gesellschaftlichen Projekte, in ihre Lehre und in ihr Engagement für Sichtbarkeit und Gleichberechtigung. Heute spricht Ute mit uns darüber, wie Biografie zur Haltung wird, warum Kunst politische Kraft hat und weshalb es so entscheidend ist, dass Frauen in der Öffentlichkeit sichtbar sind. Also lehn dich zurück und tauche mit uns beiden in die Welt von Wonderworks. Liebe Ute, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Also unser Gast heute ist Doktorin Magistra Ute Lippold, in Bregenz geboren, über Umwege Studium in Wien, in Kärnten gelandet. Vor kurzem, und das ist echt noch nicht so lange her, war ich in der Vernissage von dieser Ausstellung Subjekt, Frau Objekt, war einfach inspiriert, was ihr da mit einer Kollegin auf die Beine gestellt habt, was ihr da kuratiert habt, und habe dieses dicke Buch mitgenommen und bin noch nach dieser Vernissage in der Küche gesessen und bin in deinen Zeilen versunken und habe mir gedacht, dir ist es nicht bewusst, du weißt es nicht, dass du mich, seit ich in Klagenfurt bin, eigentlich begleitest in meinem Leben mit deiner Kunst, mit all dem, was du auf die Beine stellst. Und als ich dann durch deine Zeilen durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich würde es mir so wünschen, dass du zu mir kommst in meinen Podcast, und ich würde so gerne erfahren, was dich antreibt, dass alles, was du kreierst in deinem Leben, einfach zu kreieren, und wo kommt diese Frau, die so vieles für Frauen bewirkt und so viel Diskurs in der Gesellschaft für Frauen eigentlich aufzeigt. Wo kommt diese Frau her? Was hat dich geprägt, dass du diesen Weg in die Kunst eigentlich gefunden hast? Du bist in Bregenz geboren. Wie viele Kinder hat es in deiner Familie gegeben? Mich und meine Schwester. Mhm. Und wann würdest du sagen, weil du hast dann in Wien Philosophie, Publizistik und Germanistik studiert. Wann hast du gewusst, was du willst? Weil wenn man so junge Menschen, dann weiß man ja oft gar nicht, was man eigentlich machen möchte im Leben. Habe ich auch nicht gewusst. Mhm. Habe ich lang nicht gewusst. Mhm. Also ich habe ursprünglich begonnen mit vergleichender Literaturwissenschaft. Das Mhm. war eigentlich mein Wunsch. Ich habe immer sehr gerne und ausdauernd und viel gelesen Mhm. und dachte, das wäre das ideale Studium. Ich habe Mhm. das in Dornbirn, also da, wo ich aufgewachsen bin, habe ich in der Maturazeit so einen Studienführer in die Finger gekriegt. Mhm. Es gibt keine Universität in Vorarlberg und das war mir sehr fremd. Also ich wusste nicht, was ich mir darunter vorstellen kann, habe diese vergleichende Literaturwissenschaft gefunden. Das gab es auch nur in Wien und ich wollte auch unbedingt nach Wien. Ich Wien. wollte nicht nach Innsbruck, gleich vor die Türe sozusagen, wie die meisten. Mhm. Ich wollte unbedingt nach Wien und habe dann dort begonnen, vergleichende Literaturwissenschaft zu studieren und war sehr, sehr enttäuscht. Es war sehr trocken, Mhm. sehr verstaubt, das Studium. Und ja, habe mich dann auf die Suche gemacht und habe vieles ausprobiert, viele verschiedene Studienrichtungen, also dort hineingeschnuppert. Es hat mich auch alles interessiert. Also ich wollte mal schauen, was passiert denn in Soziologie, Ethnologie hieß es damals noch,
Also Völkerkunde hieß es. Und bin dann bei dem Hauptfach Philosophie gelandet, die Königsdisziplin, wie sie heißt und wie sie auch ist. Und das war es dann, aber ohne mir die Frage zu stellen nach der Verwertbarkeit. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Mein Vater war evangelischer Pfarrer und das war eigentlich auch nie das große Thema. Du musst jetzt einen profitablen Job machen, sondern schau einfach einmal, was passiert. Also da waren sie großzügig. Das meine heißt, da waren Eltern. deine Eltern großzügig, Sehr was zu großzügig. dieser Zeit ja eigentlich nicht so selbstverständlich war auch, oder? Ja. Dass sie dich in die Welt schicken und dass es nicht darum geht, dass du jetzt einen Brotberuf hast, Ja. der wirklich nachhaltig ist. Ja. Also ich weiß nicht genau, welcher Idee das geschuldet war. Dachten sie, ich würde heiraten, kann auch sein, also dass das Bild war. Oder war es auch, oder waren es viele verschiedene Komponenten. Mein Vater hat ursprünglich in Berlin Welthandel studiert und musste dann als junger Student eigentlich in den Krieg, in den Zweiten Weltkrieg. Also er ist 1914 geboren, also war schon 50, wie ich geboren bin. Und war dann auch im Schützengraben, also an der russischen Front. Und das war sehr, sehr traumatisch für ihn. Und er hat dann im Prinzip das Studium gewechselt und hat dann evangelische Theologie studiert in Wien. Vielleicht war es auch diese Entwicklung, die eigene Entwicklung, genau, die vielleicht ihn dazu motiviert hat, da großzügig zu sein. Und deine Mutter? Was hat deine Mutter Meine gemacht? Mutter die ist aus der Steiermark gekommen nach Vorarlberg auf Arbeitssuche und war im Büro in einem Möbelhaus und hat dann in der evangelischen Pfarrgemeinde meinen Vater kennengelernt. Der war dann schon junger Pfarrer. Die haben sich dann verliebt und so war das dann. Auch ein sehr großer Altersunterschied zwischen den beiden, 20 Jahre. Aber es war die große Liebe. Und im Studium der Philosophie, was war das, was am meisten Feuer in dir entfacht hat? Was war das, wo du sagen würdest, boah, und das hat dich so inspiriert dann, dass es anders war als Theaterwissenschaft, also vergleichende Literaturwissenschaft? Also das ist, also Philosophie ist einfach diese Idee des Menschseins, die Idee, also einfach diese tiefgründigen Fragen nach unserem Sein, nach dem Werden, auch nach dem Tod, also auch die ganzen ethischen Fragen haben mich unglaublich interessiert. Also damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Natürlich dann auch schnell mit Themen wie Abtreibung zum Beispiel, also Frauenrechte, wessen Leben zählt mehr, ab wann zählt ein Leben, wie kann man das auch juristisch bewerten oder kann man das überhaupt juristisch fassen. Das sind einfach unglaublich spannende und das sind eigentlich die Grundlagen unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens. Also was ist Recht, was ist Gerechtigkeit, in welcher Gesellschaftsform können wir uns gegenseitig denken, wie können wir leben, wie sollen wir leben. Das hat mich immer schon fasziniert und in der Philosophie habe ich es gefunden. Hast du es gefunden? Mehr als in der Literatur. Und wenn du dann in deinem Studium vertieft warst, dann warst du ja immer ja auch in Selbstreflexion. Was heißt das alles, die Themen, mit denen du dich auseinandersetzt, auch für dich persönlich? Und wie möchtest du dein Leben gestalten? Und wie möchtest du ja, als Frau durch die Welt gehen? Wenn du jetzt an dich denkst in dieser Studienzeit, was waren deine Konzepte? Was waren deine Überlegungen damals? Wie möchtest du dir dein Leben gestalten? Was ich wusste, also ich habe sehr viel auf Kinder aufgepasst in meiner Jugend. Ich war Babysitterin. Meine Mutter hat dann auch einen Privatkindergarten geleitet und ich habe Kinder eigentlich gerne gemocht, habe mit ihnen auch mich sehr gut verstanden, eher auf so einer Kumpelbasis, nie weniger mit so mütterlichen Anwandlungen. Aber ich habe ganz früh gewusst, ich will keine Kinder. Und das war wirklich ganz ernsthaft von mir so geplant. Also ich wollte berufstätig sein, Karriere machen, wenn es geht an der Uni und sicher keine Kinder haben. Das war der Plan. Das war der Plan. Ganz aufgegangen ist er nicht. Du hast 3 Töchter Genau. oder mit deinem Mann 3 Töchter, die sind 31, 29 und 20. Genau. Und alles 3 Wunschkinder. Alles also 3 Wunschkinder. keine passierten Kinder, sondern bewusste Wunschkinder. Bewusste Wunschkinder.
Das heißt, du hast deinen Mann in Wien dann kennengelernt. Und wie kam es dann zu dieser Wandlung in dir? Ganz ehrlich, also Ja. beim ersten Kind war es sowas wie ein wissenschaftliches Interesse. Mhm. Weil ich mir dachte, also wir waren natürlich zusammen und schon, dass wir uns also wirklich sehr, sehr gut, mehr als sehr gut verstanden haben, geliebt haben natürlich und Mhm. geplant haben, zusammen zu bleiben, aber auch wissend, dass man sowas fürs Leben eigentlich nicht planen kann. Mhm. Aber trotzdem war es eine große Übereinstimmung, sagen wir mal so. Und dann kam bei mir die Phase, dass ich mir gedacht habe, ich würde es einfach gern wissen. Wie ist es Ausprobieren. denn? Wie Ja, ist wie es? ist es denn, ein Leben in meinem eigenen Leben, in meinem Körper, noch einen Körper zu spüren? Mhm. Natürlich auch die Verschmelzung zwischen uns beiden. Was kommt da raus? Wer ist das? Mhm. Also es war wirklich so angetrieben, sehr wenig von so einer mütterlichen Idee, Sondern von dieser von der Erfahrung. Erfahrung Ja, genau. und Neugierde. Genau. Was macht das Genau. mit deinem Körper? Genau. Was macht das mit deiner Seele Genau. oder mit deinem Herzen? Genau. Genau. Und wie fühlt sich Genau. das Und alles einfach natürlich an? muss man dann bereit sein Ja. irgendwie, aber ich habe mir gedacht, also ich würde es wahrscheinlich vermissen. Würde ich das nicht machen, würde ich Mhm. dann, wenn es nicht mehr zur Debatte steht, dann würde ich es vermissen. Also lass es uns doch probieren. Mhm. Und mein Mann war sowieso von Anfang an, hat der mir erklärt, also er würde gerne viele Kinder haben. Und da habe ich ihm am Anfang zu ihm noch gesagt, nicht mit mir, nicht mit mir. Also da sage ich dir fairerweise, das geht sich nicht aus mit mir. Und so Mhm. ist es entstanden. Und so ist Ja. es entstanden. Und seid ihr dann, weil aus dem Vorgespräch eigentlich nicht der Kinder wegen nach Kärnten gekommen, sondern weil dein Mann da Zivildienst gemacht Genau, hat. genau. Und dann bist du aus einem Ende, also ein bisschen so abgelegenen Bundesland in Österreich nach Wien, dort studiert. Und dann kommst du nach Kärnten. Mhm. Wie war dieses Ankommen in Kärnten? Also abgelegen kann man nicht sagen. Vorarlberg ist an der Grenze zu Deutschland und zur Schweiz. Mhm. Das ist ein sehr Zentralraum. Also eher würde ich sagen, ist Kärnten Ja, abgelegen. genau, das wollte ich Also sagen. weil Vorarlberg ist sehr, also da ist wahnsinnig viel Wirtschaft, wahnsinnig viel Austausch. Das ist sehr international. Und Kärnten fand ich bemerkenswert. Also ich kannte es ja schon, weil meine Eltern immer wieder im Urlaub hier waren. Die haben auch Pläne gehabt, hierher zu ziehen, eventuell. Wir als Kinder haben uns sehr dagegen gesträubt. Und ich fand es natürlich landschaftlich sehr schön, aber das hat auch Vorarlberg zu bieten. Also in Vorarlberg gibt es auch einen schönen, sehr, sehr großen See. Gibt es Berge, gibt es Schnee, gibt es alles. Aber mir hat es schon gefallen. Mich hat die politische Situation ein bisschen gewundert. Also ich kam, da war noch so am 10. Oktober noch so der Abwehrkampf, die Abwehrkämpfer, da gab es noch Kriegsversehrte in Kärntner Anzügen, die da aufmarschiert sind. Und diese radikale Note hat mich irgendwie verwundert. Also das kannte ich nicht. Aber ansonsten, also war die Lebensqualität war gut und ja, ich habe es so genommen. Also Aber damals hast du sicher nicht gedacht, dass du so viele Jahre da bleiben nein, wirst. sicher nicht. Nein, das war nur als Zwischenstopp Als geplant. Zwischenstopp. Dann hast du da an der Uni dein Doktoratstudium beendet. Und wie war es dann von einer eigentlich so trotzdem größeren Uni wie Wien in Klagenfurt zu landen und dann da zu studieren? Wie hast du diesen Wechsel empfunden? Also der Vergleich zwischen den Instituten, also das Ja. Philosophieinstitut, obwohl die Uni ja relativ jung war, also die wurde in den 70er Jahren gegründet und die Wiener Universität ist ja uralt. Das Philosophieinstitut in Wien war großartig, das war eine Bereicherung. Da waren auch viele lehrende Frauen, da waren feministische Frauen, da habe ich feministische Philosophie kennengelernt. Das war sehr aufgeklärt und die Professoren waren sehr angetan. Ich habe über die Hysterie Diplomarbeit geschrieben. Das war dort ganz neu, also noch das also auch aus dem feministischen Blickwinkel es zu betrachten. Wirklich? Du hast über Hysterie deine Dissertation Ja. geschrieben? Na, die Die Diplomarbeit, das Diplomarbeit. war schon ewig her. Ich war Ja. eine der Ersten, die sich damit beschäftigt hat. Und Hystera ist ja die Gebärmutter, die Gebärmutter, wandernde Gebärmutter, genau, das habe ich geschrieben. Ich habe sehr, sehr große Unterstützung erfahren, wurde eingeladen auf Kongresse und das war wirklich, also vom Wiener Institut her wunderbar. Dann bin ich nach Kärnten gekommen und am Philosophieinstitut hier war von feministischer Philosophie, das hat noch niemand je gehört. Die Judith Butler war ganz neu, die ist gerade auf den Plan getreten und ich habe meine Dissertation auch, also den
Poststrukturalismus sozusagen mit der Judith Butler gelesen. Das war hier also eine Fremdsprache. Sie kannten die Literatur nicht. Es war also ganz schwierig und es war der ganze Prozess dann schwierig, weil es meinem Betreuer nicht behagt hat, also das Feministische. Und er hat dann, also er hat die Kurve gekratzt, aber es war unangenehm, sagen wir so. Mhm. Wann war der Moment in deinem Leben, wo du gewusst hast, es ist definitiv die feministische Philosophie, der du wirklich eigentlich dein Wirken widmen möchtest? Weil das tust du in jeglicher Hinsicht, egal was du machst. Mhm. Es ist immer ein feministisches Thema eigentlich. Das weiß ich selber nicht ganz genau. Ich weiß auch, es gibt auch nicht dieses Erlebnis. Also ich bin Mhm. eben sehr behütet aufgewachsen. Viele Menschen denken, wenn du dich mit Feminismus beschäftigst, musst du irgendwie selber traumatisiert sein Mhm. oder benachteiligt sein. Nichts davon. Mhm. Nichts davon. Ich habe mich gerade mit der Gertraud Klemm, mit der Autorin, Mhm. unterhalten. Ihr geht es ähnlich. Also sie ist auch sehr, sehr behütet und schön groß geworden. Und wir haben darüber gesprochen, es ist sowas wie ein Sinn für Gerechtigkeit, der einem irgendwie, weiß ich nicht, habe ich es durch meinen Vater, durch seinen Beruf Mhm. oder was auch immer, ich habe es einfach gesehen, ich habe es ganz früh gesehen, Mhm. was da passiert in der Gesellschaft und es hat mich einfach gestört. Mhm. Und es gibt nicht dieses, natürlich gibt es dann viele Erlebnisse, die da hineinpassen in diese Beobachtung und diese Stärken, aber ich glaube, es ist einfach eine Sensibilität Mhm. und der Wunsch nach fairer Gemeinschaft oder wie auch immer. Mhm. Aber dieser Wunsch ist wirklich, weil er sich in jeder deiner Arbeiten einfach so, du bringst das einfach so zum Ausdruck. Das heißt, du hast definitiv da eine Quelle, aus der du schöpfst, gefunden, Mhm. die glaubst du daran, dass man eine Bestimmung hat im Leben? Vielleicht, ja, Im weiß ja, Wirken? ja. Also, ich kann es mir nicht auswählen. Also, ich weiß, also, ich habe mit 16 in Dornbirn in einer Buchhandlung von der Simone de Beauvoir das andere Geschlecht gefunden und Mhm. habe es gelesen, natürlich verschlungen, aber das ist ja schon auf was gestoßen, auf eine Bereitschaft. Und da Mhm. habe ich dann, das erste Mal, sozusagen eine Quelle gefunden oder eine Analyse, die mir absolut In zugesagt hat, Resonanz war gell? mit Genau, dir in total. Resonanz, Ja, genau. genau. Aber, eben, es gibt das eine Erlebnis nicht und alles, was ich dann gefunden habe, war eben eine Weiterentwicklung in diesem Sinne oder hat mir das Ja. ermöglicht. Mhm. Und nach der Dissertation in Klagenfurt, denke ich, war dann bald diese Entscheidung, dass du das ausprobieren möchtest, was es heißt, Mutter zu werden. Ich habe die Dissertation ich habe zuerst die Mira bekommen Ah, okidoki. und Mhm. habe dann war mir ganz ehrlich, war ich nicht ausgelastet. Also, in dieser ersten Mhm. Babyzeit Mhm. und habe mich einfach gesehnt nach geistiger Beschäftigung Beschäftigung. und Mhm. habe dann, eben die Dissertation gemacht. Mhm. Und wie hast du dann tatsächlich erlebt, diese körperliche Veränderung in der Schwangerschaft? Zum ersten Mal diese Konfrontation mit der Kraft der Geburt? Was hat dich da geprägt? Wie bist du da deinen Weg gegangen? Durch die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett? Was hast du genau, wen hast du da begegnet quasi, ähm, dass du gewusst hast und gespürt hast, das ist jetzt mein Weg, den möchte ich gehen? Ich habe damals gejobbt. Also, direkt nachdem ich das Studium aus Wien Mhm. abgeschlossen habe, bin ich her und habe einfach Jobs gesucht und habe Mhm. auch, für ein Monatsmagazin gearbeitet und habe dann eine Geschichte recherchiert, Gebären in Kärnten. Das war mein Vorschlag. Ja, Wirklich? weil ich's einfach ich wollte man sucht ja dann immer Stories. Ja, Und ich habe genau. natürlich auch dort in dieser Monatszeitschrift, die alles andere als ein feministisches Blatt ist, versucht natürlich immer diese Geschichten Zu reinzubringen. bringen. Ich wollte auch einen nackten Mann auf dem Titelbild, weil immer die nackten Frauen waren. Ist mir nicht gelungen, aber ich habe sofort eine Kolumne gekriegt. Mhm. Die hat, weiß nicht mehr wie, das war mit meinem Kopf und irgendwelche, ich habe dann über Fräulein und Herrlein geschrieben, das weiß ich noch. Da war Mhm. noch der Titel Fräulein gab es noch. Und über alles Mögliche. Und das hat auch sehr viel Anklang und Resonanz gebracht. Mhm. Und diese Geschichte Gebären in Kärnten, das habe ich vorgeschlagen auf der Redaktionskonferenz und die wurde mir abgenommen. Und ich habe dann einfach mal recherchiert im Krankenhaus zum Mhm. Beispiel und bin dann auf Dinge gestoßen, die ich vermutet habe, nämlich, dass die Frauen sehr unwürdig behandelt worden sind. Mhm. Und das Gute war,
dass ich natürlich mit den offiziellen Stimmen gesprochen habe, mit dem Primarius. Der hat mich dann, ich bin mit der Nikon umgehängt, also mit der Kamera, hat der mich wirklich zu den Gebärenden hineingeführt. Die sind da drinnen gelegen wie Vieh mit so. War das deine erste Begegnung damit, wie es wirklich, Das welche war absolut, Bedingungen die Frauen haben? das zu war die erste gebären und Begegnung. so? Ich war entsetzt. Also ich war wirklich entsetzt. Da waren Vorhänge dazwischen, die sind da gelegen, haben gebrüllt und ich war mit der Kamera mittendrin. Es war unsäglich und ich bin dann gegangen und dann haben aus einem Gebäude junge Frauen gerufen: Frau Lippold, kommen Sie bitte später noch einmal, dann erzählen wir Ihnen die Wahrheit. Und es waren die Hebammenschülerinnen, die mir noch einmal erzählen wollten, Gänsehaut. wie unsäglich alles ist. Und ich bin dann später noch gekommen und die haben mir halt dann erzählt vom Schimmel und wie die Frauen behandelt werden und alles. Und dementsprechend, also ich habe dann den Primarius noch mal konfrontiert, der hat das alles gesagt, er wird das aufnehmen und er wird alles berücksichtigen und es tut ihm sehr leid. Aber das war dann die Story eben. Und dann habe ich mir gedacht, da wollte ich noch keine Kinder. Sollte ich je ein Kind kriegen, sicher nicht unter diesen Umständen. Ich habe mich ja auch mehr dann damit beschäftigt und wusste, es gibt sowas wie den Fluchtreflex, die Wehen hören auf, dann gibt es im Krankenhaus dann die Wehenmittel und dann kommst du in diesen Teufelskreis. Also ich habe durch diese Geschichte war ich eigentlich schon informiert und wusste natürlich auch, dass es die Hausgeburt gibt. Habe dann auch mit der federführenden Hebamme damals gesprochen, das war die Susi Dörfler, und wusste, also das würde für mich nur Das wäre dann der Rahmen. so im Rahmen, auch weil ich sehr selbstbestimmt bin, weil ich glaube, ich ein gutes Körpergefühl habe. Und ich habe gewusst, also würde ich in den Kreissaal kommen, ein Arzt würde zu mir sagen, pressen, 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 dann wäre alles aus. Also, und so war es dann eben auch. Also ich habe dann War mich klare entschieden. Entscheidung für die Das war Hausgeburt. ganz klar, ja. Wie war es für deinen Mann? Er hat es also absolut unterstützt in jedem Moment. Also er kennt mich und er hat es wirklich unterstützt und hat mich begleitet und es war auch wirklich, also die erste Geburt war so, ich war dann in einem Geburtsvorbereitungskurs natürlich und eben auch mit der Hebamme und sie hat mich unglaublich unterstützt. Das war wirklich unglaublich wichtig, weil natürlich diese ganze Gerätemedizin, in die du da reinkommst, also das habe ich ganz stark empfunden, also als, wie soll man sagen, als Enteignung eigentlich. Ja. Eine Bemächtigung und eine Enteignung meines Körpers. Ich war oft sehr wütend. Also auch Menschen, die mir auf einmal auf den Bauch gegriffen haben, Ja, ohne genau. zu fragen. Du wirst dann so wie du wirst eine verfügbare Reproduktionsmasse, eine Haut, ein Körper, der nur dazu da ist, jetzt sozusagen das Kind zu gebären. Ich habe mich oft entmündigt gefühlt und auch der Prozess selber, also dass dann dieser Embryo in dir heranwächst, mir war sehr schlecht am Anfang. Und für mich war das wirklich ganz ehrlich ein gruseliges Gefühl. Es gab ja dann dieses Fotobuch von diesem Lennart, hieß der, glaube ich. Der war der Ja, Erste, der ja. diese Embryonen Ja, und diese ja, Zellteilung ja, das alles genau, verfolgt ja, hat. genau. Und da gibt es so ein gruseliges Foto von so einem Alien-ähnlichen Wesen. Und in dieser Zeit habe mir was Schlechtes und ich habe mir immer vorgestellt, und der wohnt jetzt in mir. Es war grässlich. So dieses Alien Ja, macht es es war- diesen Zustand. Genau, es war grässlich und ich finde, das ist absolut tabuisiert. Also, dass du solche Gefühle hast, ich habe sie immer als legitim empfunden und es ist ja ein unglaublicher Zwiespalt, weil es ist Ja. dein Kind, du willst es ja haben, aber du graust dich und es macht dir auch einen grauslichen Zustand. Ja, genau. Warum soll man darüber nicht reden und warum soll man es so nicht empfinden? Also ich war immer ganz klar in meiner Empfindung, ich habe es auch mitgeteilt und es war immer dann, okay, wie kann man so fühlen? Aber es war so. Und dann natürlich, die Schwangerschaft war ja dann, natürlich, du hast dann deine hormonellen Prozesse und alles und es war ja schön, ich habe mich gefreut auf das Kind, aber du merkst dann schon, also du wirst vermessen, begutachtet, dann der Arzt hat dann irgendwie falsch vermessen, hat mir dann Angst gemacht, hat gesagt, der Kopf ist zu klein, ist ein kleineres Kind, ich war dann sehr verängstigt und verstört. Dann habe ich die Hebamme angerufen, die ist dann gekommen mit dem großen Hörrohr und hat dann gehört und hat getastet und hat gesagt, weißt du was, ganz ruhig, alles ist in Ordnung. Es war so wunderschön und so unglaublich wichtig. Und darum, also ich möchte es nicht missen und ich würde es nie anders machen. Also ich habe 3 Hausgeburten, jede ist natürlich anders, aber die erste Geburt war so unproblematisch und
und schön einfach. Und es ist dir einfach auch sehr gut gelungen, diese Kraft zu Ja. konfrontieren und einfach loszulassen, weil im Endeffekt ist das schon was Großes. Ja, also ich habe zum Glück, also ich habe so ein Yoga gemacht und Mhm. irgendwie ist es mir gelungen. Also natürlich war die Geburt ganz anders, als ich es mir ausgedacht habe. Ja. Ich habe gedacht, ich werde das Kind in einer Badewanne kriegen. Dann haben wir die Badewanne eingelassen und dann liege ich da drin und dann war dieser Schmerz so groß und ich konnte mich nicht rühren. Und ich zu meinem Mann und gesagt, raus, sofort raus. Und ich bin dann eigentlich die ganze Zeit gegangen, Mhm. weil man ja dann spürt, also was ist Mhm. gut und was bringt die Energie, die man braucht. Mhm. Und ich habe mich einfach konzentriert und dann habe ich gemerkt, du musst, und die Hebamme hat immer gesagt, die Geburt ist Loslassen und Hingabe oder so irgendwas. Ja. Und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt darauf fokussieren, ich darf genau nicht das Falsche machen, dass ich den Schmerz bekämpfe, Ja, sondern, genau. und das habe ich dort einfach verstanden. Mhm. Dann habe ich dementsprechend geatmet und versucht, einfach loszulassen. Mhm. Und das hat funktioniert. Und mein Mann hat sich auch ganz toll mich unterstützt. Also der Mhm. musste mich dann halten und auffangen und alles. Und ich habe das ihm also wirklich blind vertraut, weil das war Mhm. ganz toll. Und die Hebamme war auch ganz lang nicht da, weil ich es nicht wollte, Mhm. weil ich mir gedacht habe, wenn die kommt und sich dann langweilt, dann stresst mich das. Mhm. Darum warten wir einfach. Und sie war dann erst ganz zum Schluss dann da. Das Schönste, was dir passieren konnte Ja, genau, eigentlich. genau. Also war Wunderschön. wunderbar. Und wenn du dann so ein kleines Menschenwesen in den Armen Mhm. hältst, das erste Mal, weil du früher gesagt hast, du wolltest das erfahren, du warst neugierig drauf, wie ist das wirklich? Wie war das? Ja, also ganz, ganz, ganz groß. Also wirklich ganz unglaublich großartig. Und also ich habe dann geweint, weil ich gedacht habe, das war das letzte Mal, dass ich Mhm. sowas erlebe. Also, Mhm. weil ich ja nur ein Kind oder wir nur ein Kind wollten. Mhm. Und dann, also mit dem Zusammensein mit dem Kind, habe ich dann bald gemerkt, das ist keine gute Idee, nur ein Kind zu haben. Es ist einfach keine gute Idee. Mhm. Hat sich dann natürlich so ergeben, dass wir gesagt haben, das kann ruhig noch ein zweites sein. Mhm. Aber natürlich das eigene Kind oder das eigene, überhaupt so ein Baby, so ein Wesen in Mhm. den Armen zu halten, man kann es nicht beschreiben, Mhm. man kann es auch nicht erzählen, also Mhm. weil viele Mütter sagen ja dann, also ich möchte es nicht missen und die Frauen, die keine Babys haben, wissen nicht, aber ich will es auch nicht, also ich will auch niemandem das irgendwie weiterempfehlen. Das muss jede Person, Das jede Frau für sich selber entscheiden. Ja. Aber ich fand es umwerfend natürlich und finde es noch immer. Also Mhm. meine Töchter sind großartig und das ist etwas, was ich wirklich glücklich bin, dass ich mich umentschieden Dass du habe. dich umentschieden Ja. hast in deinem Leben. Und du bist dann ja, also ich erlebe es das bei meinen 4 Kindern und bei Frauen, wenn ich sie betreue, dass man eigentlich sich nicht so wirklich ausmalen kann, in was für einem anderen Universum man als Frau, vor allem als Frau, dann eigentlich landet, weil sich alles umdreht. Mhm. Und du hast dann gesagt, du hast dann einen geistigen Input gebraucht zu dieser Mutterschaft, in der du warst, und hast deine Dies geschrieben. Und wie hat dann diese Mutterschaft dein Leben weiterhin verändert? Ganz grundlegend. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich dann einmal gesessen bin, also wie sie ziemlich neugeboren war und gestillt habe. Und dann ist mir so klar geworden, das wird jetzt nie mehr anders sein. Mhm. Also, und das war schon auch erschreckend, Mhm. weil ich gemerkt oder dann mir bewusst geworden ist, dass Mhm. dieses Kind ohne mich nicht leben kann Ja. und ich im Prinzip jetzt wirklich, wie soll man sagen, also eine Verpflichtung habe, eine ganz große, große Verpflichtung. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Last. Mhm. Also es war mir klar, also die Freiheit, ich habe meine Freiheit verloren Mhm. und das ist jetzt also keine Absage an das Kind oder Mhm. sowas. Also das war Mhm. natürlich, habe ich das Kind angenommen, aber diese Dimension, die ist einem vorher, glaube ich, nicht klar. Mhm. Also dass man einfach jetzt Tag und Nacht für dieses Kind verantwortlich ist und eigentlich keinen einzigen Schritt mehr machen kann. Mhm. Und bei mir war die Situation noch besonders, weil meine Familie ja in Vorarlberg war Mhm. und meine Schwiegereltern noch berufstätig. Und dadurch war ich sehr viel auf mich gestellt mit dem Kind. Mhm. Wir haben uns natürlich abgewechselt, aber trotzdem, das ist Mhm. anders, also wenn man auf Verwandtschaft zurückgreifen kann. Und hast du damals schon auch diese Stimme, also diese Gedanken, die du gerade mit mir geteilt hast du sie dann auch geteilt und ausgesprochen? Weil ich erlebe sehr oft, dass die Frauen auch heute, also weil genau diese
diese Weite, diese Weite und grundlegende Veränderung, die kann man sich gar nicht ausmalen. Und dann sind die Frauen sehr oft, merken das, dass sie genau, also es kommt dann so ein Moment, wo man merkt, okay, dieses rosarote, diese erste Watte, rosarot, Aufregung ist vorbei. Sehr oft ist es so, dass die Männer dann arbeiten gehen wieder und die Frau bleibt dann zu Hause mit dem Baby, wo sie dann weiß, und dann komme ich zur Visite und dann merke ich, oh, irgendein Licht ist so ein bisschen aus in der Frau, und dann trauen sie sich das oft gar nicht aussprechen, dass die sagen, dass ich merke, und ich weiß aber schon, was los ist, deswegen spreche ich es einfach ganz klar an, damit die Frau überhaupt Mut kriegt, darüber zu reden, weil sonst sind sie ja sofort im nächsten Schritt, im nächsten Gedanken, machen sie sich selbst schlecht dafür, dass sie überhaupt solche Gedanken haben, dass sich jetzt ihr Leben jetzt auch sehr gravierend verändert hat und dass auch das Leben davor womöglich nicht schlecht war. Und trauen sich ganz selten zu sagen, eine zitiere ich sehr gerne, die hat gesagt, weißt du was, Sala? Alles schön, Babybusiness, ich liebe es, Mama zu sein, alles gut. Aber das Projekt könnte man auch unterbrechen oder beenden, weil, weißt du, mein Leben davor war auch nicht schlecht. Aber ich traue mich das eigentlich gar nicht zu sagen, weil ich in dem Moment, wo ich das ausspreche, so ein schlechtes Gewissen kriege, weil ich ja nichts gegen das Kind habe. Aber dieser Ausmaß der Verantwortung ist so groß, dass ich es manchmal nicht haben mag. Hast du es, wo du in der Situation warst, geschafft, das auch anzusprechen, Ja, auszusprechen? klar. Also ich habe das schon, also ich habe es versucht zu teilen und zu besprechen, natürlich, mit meinen Freundinnen oder mit wem auch immer. Ich habe dann auch sofort, ich habe dann gemerkt, also ich war die Erste in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die ein Kind hatte. Und dann bist du auch echt allein. Also du bist sowieso durch diese, und ich finde das so schwierig, ich sehe oft Frauen, also junge Frauen mit kleinen Babys, und ich sehe diese Einsamkeit. Ich sehe es, wie es denen geht, also wie verzweifelt die oft sind. Und wie alleine sie sind und alleingelassen. Ich finde, das ist eine ganz böse Seite irgendwie dieser Mutterschaft und auch in der Gesellschaft, dass es da keine Räume gibt oder so wenig, sich über das auszutauschen, sich auch aufzufangen, zu helfen, zu unterstützen. Du bist ganz allein und du wirst natürlich beäugt, wie schafft sie es? Und das haben wir auch alles müssen und wir haben das auch alles geschafft. Da kommen dann so die Stimmen irgendwie und jeder auf der Straße redet dir drein, dass die, weiß ich nicht, die Decke zu dünn ist oder sonst irgendwas. Oder ich habe sie immer getragen, das ist ja dann auch ein Thema, ist das gut für den Rücken und warum und wie so sehr und was denn. Und ich habe dann bin dann ganz schnell ins Eltern-Kind-Zentrum gegangen und habe also noch Freundinnen noch immer aus der Zeit. Und wir haben uns zusammengeschlossen und wir haben uns also regelmäßig getroffen, auch außerhalb vom Eltern-Kind-Zentrum. Sowas hilft halt dann einfach, weil man sich austauscht und irgendwie eine Kraft kriegt und auch einen Spaß haben kann und sich helfen kann. Aber im Grunde werden die Frauen, wundere ich mich auch, warum das so wenig geteilt wird. Also warum Mütter auch ihren Töchtern das nicht sagen und nicht mitgeben und sagen, du, es ist nicht nur Happy Peppy Sonnenschein, sondern es wird auch schwer werden. Und es wird ganz schwer werden. Du wirst an die Grenzen kommen in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, du wieder nicht schlafen kannst. Und warum es auch so wenig Unterstützung gibt. Also das ist immer so, okay, da muss man durch. Und ich glaube, dass es für alle schön wäre, wenn man da mehr zusammenhilft. Definitiv. Und wann hast du dann von der Dissertation der ersten Tochter, wann hast du dann ins Theater gefunden? Das war, wie war denn das? Also ich habe dann journalistisch gearbeitet, ich habe auch an der Uni dann, ich habe einen Lehrauftrag gehabt, ich habe halt gejobbt, habe Studien gemacht, das war auch wichtig, also so fürs Ministerium, Studien. Also ich habe immer natürlich dann versucht, es irgendwie mit den Kindern, muss das kompatibel sein. Und dann haben wir zusammen mit meinem Mann diesen Theaterverein, also Wolkenflug, gegründet, wie die ein bisschen größer waren, die 2 ersten, und haben einfach Projekte gemacht. Und da war dann meine Mutter sehr viel zur Seite und hat uns unterstützt. Und aus diesen vielen Tätigkeiten hat sich das dann herauskristallisiert, dass das eigentlich extrem befriedigend ist und auch sehr gestaltbar, also dass ich mich sehr einbringen kann. Dass du all diese Themen, die du Genau. hinträgst, die dich interessieren, dort Genau. eigentlich dem Genau. Körper geben kannst. Genau, Dass das nicht nur in dass das eine Gedanken Form ist, also die ich auch dann teilen kann, auch unter die Menschen bringen kann. Und genau, und das drum, aber es ist auch
eben die künstlerische Arbeit extrem befriedigend. Es ist einfach dieses Arbeiten mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Also der ganze Prozess ist einfach sehr schön. Das ist eigentlich, weil seit 2013 Mhm. bist du jetzt Intendantin vom Ja. Theater Mhm. Wolkenflug. Mhm. Und wenn du mich jetzt so mit auf die Reise nimmst, ich könnte es mir vorstellen, weil ich vergleiche alles immer mit Schwangerschaften und Geburten, weil das so ein großer Teil meines Lebens ist, denke ich, dass du mit jeder Produktion so ein bisschen schwanger bist, Genau, oder? so ist es. Also das brütet man, Mhm. bis dann Geburt So ist. ist es, ja. Und So dann ist hat man es. das geboren. So ist es. Wie läuft dieser Prozess in dir ab? Der ist genau so. Also man beschäftigt sich eigentlich schon länger dann gedanklich, sammelt, überlegt. Es muss ja dann auch eine Auswahl getroffen werden. Was mache ich? Was ist das nächste Projekt? Wie kann das sein? Und dann, genau, und dann, wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dann werden die Schauspieler und Schauspielerinnen einmal engagiert. Und dann suche ich einfach nach Inspiration. Also dann muss ich den Text, wenn es jetzt ein Stück ist, den Text bearbeiten, sonst ihn herstellen, wie auch immer. Und dann sammle ich. Also dann ist das mal so eben ein kreativer Sammelprozess, bis es dann zur Probe geht. Dort geht es dann halt weiter. Also das sind dann 6 Wochen. Aber es ist vorher halt auch viel organisatorischer Aufwand. Also es ist auch also Theater ist ganz viel Förderansuchen, Abrechnungen, also diese ganzen Dinge. Das machst du alles. Ja, also ich habe natürlich einen Steuerberater, Ja. aber grundsätzlich muss man das selber machen und das ist der schreckliche Teil meiner Arbeit, aber der ist vorhanden und ist gar nicht wenig. Und dann kam noch eine dritte Tochter Genau. auf die Welt. Mhm. Und die hat ein bisschen, das muss ich kurz nachschauen. 9 und 11 Jahre. 9 und 11 Jahre. Ja, genau. Und was hat sie Neues in dein Leben gebracht? Das war auch nochmal eigentlich eine tolle Erfahrung. Also nach längerem Hin und Her haben wir uns entschieden, die Sinn zu kriegen. Und ich wollte eigentlich nie eine alte Mutter sein, weil mein Vater 50 war, wie ich geboren bin, und er war alt. Also er war von seinem ganzen Habitus, der war so der Pfarrer, der kluge Pfarrer, der ist schon etwas in die Jahre gekommen und so war es und ist es geblieben. Und dann war ich 40 und dann haben wir doch noch eben die Amelie gekriegt. Und ich habe schon echt Angst davor gehabt, also eine alte Mutter zu sein. Und es hat sich überhaupt nicht bestätigt, weil es damals, also wie ich mit der ersten Tochter schwanger war, war ich 28. Da hat mich mein Gynäkologe empfangen mit den Worten, Sie sind eine Spätgebärende. Ich habe mich gewundert, weil es war die erste Gelegenheit, also nach dem Studium. Und er sagt, Sie sind eine Spätgebärende, okay. Und dann bei der Kleinen war das kein Thema mehr. Derselbe Gynäkologe hat gesagt, gratuliere, ich hätte auch noch gerne ein drittes Kind. Und es war kein Thema mehr, es hat sich so verändert innerhalb dieser kurzen Zeit. Und es war auch dann, also im Kindergarten in der Klasse, total gemischt. Also es waren ganz junge Mütter, aber es waren auch Mütter in meinem Alter. Also es war überhaupt kein Thema, nie, ist es nie gewesen. Und natürlich, ich war reifer, ich war vorbereitet, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Ich war sicher, also die entspannteste Mutter beim dritten Kind. Beim dritten Ja. Kind ganz bestimmt. Und wie ist es dir gelungen, eigentlich bis heute all diese Rollen als Frau, als Künstlerin, als Mutter, als Partnerin irgendwie miteinander zu verbinden und zu navigieren? Das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Also jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt ist es kein Thema natürlich. Aber die Kinderbetreuungszeiten, die sind natürlich schwierig und lassen sich mit dem Theater auch ganz schwer vereinbaren. Und das sind auch große Entscheidungen. Also wir haben uns dann entschieden, also ich wollte bei den Kindern sein. Ich habe Kinder, um bei den Kindern zu sein. Das war einfach dieser Prozess. Ich habe es mir anders vorgestellt. Beim ersten Kind habe ich gedacht, das kommt in die Kita, Ja. sobald es geht, und dann werde ich wieder arbeiten. Und dann habe ich gesehen, das entspricht meinen Wünschen eigentlich nicht. Und ich habe gesagt, ich werd keine Engagements außerhalb anstreben, weil ich einfach bei den Kindern sein möchte. Und so haben wir uns das aufgeteilt, dass mein Mann eher dann Engagements Außen. draußen angenommen hat, weil Kärnten eben klein ist. Du kannst nicht im selben Teich fischen sozusagen. Und ich wurde dann einmal engagiert vom Landestheater in Vorarlberg, in Bregenz. Das habe ich dann auch gemacht, aber also mit Bauchweh. Und ich habe es nie angestrebt. Also und zu Hause, ich habe es irgendwie gemanagt, aber es war oft stressig. Also
wir waren oft getrennt, also mein Mann war immer wieder weg. Ich war hier, habe hier dann inszeniert und habe dann solange die Großen noch da waren, war es leichter mit der Kleinen. Dann sind die studieren gegangen, das war ja ganz schwierig. Und Also, dann hast du nur noch, das dann heißt habe ich wieder ein Kind gehabt. gehabt, genau. Und dann, also diese Kinderbetreuungszeiten auch in der Schule und alles Katastrophe. Also ich bin immer nur auf dem Gaspedal gestanden und von irgendwo nach irgendwo gefahren, das Kind von irgendwo nach irgendwo Mhm. gebracht. Also das war einfach schwierig, aber Mhm. Würdest du sagen, dass diese Realität, die wir Frauen haben in unserer Gesellschaft, wenn wir auch Mütter sind, auch deine Arbeit, künstlerische Arbeit geprägt hat? Mhm. Ganz bestimmt, es muss so sein. Also Mhm. vielleicht bewusst, also ich habe mich sicher oder man sieht vielleicht dann die Figur der Mutter, klar, sieht man sie anders, Mhm. hat einen anderen Zugang. Ich habe auch mal an der Uni ein Seminar gemacht, so hieß Mamma Mia, Mhm. die Rolle Mutterschaft oder so irgendwas, war knallvoll. Also es waren so Mhm. viele Hörer und Hörerinnen, Mhm. weil es auch absoluten Bedarf gibt. Also darüber irgendwie einmal einfach, also Reflexionen darüber zu betreiben und dem Mhm. auf den Grund zu gehen. Was ist es denn? Mhm. Wie schaut es denn aus mit der Mutterliebe? Ist sie wirklich ein Naturgesetz? Ja, Oder genau. Und was heißt es für die Frau in der Gesellschaft, also sich in der Gesellschaft dann zu orientieren, auch mit der Mutterschaft, mit all diesen Rollen, die wir eigentlich haben? Und was mich bei der Ausstellung Subjekt, Frau, Objekt sehr berührt hat, ich war sehr überrascht davon, wie viel Kunst Kärnten hat, also wie viel Frauenkunst eigentlich auch Kärnten hat. Und ich würde so gerne, wenn du teilst, wie diese Schwangerschaft und Geburt entstanden ist, weil ich aktuell finde, dass das eine der wichtigsten Ausstellungen in Österreich ist und dass ihr da was auf die Beine gestellt habt, was richtig, richtig groß ist. Nicht nur die Ausstellung an sich, sondern der ganze Rahmenprogramm, den ihr eigentlich dazu habt noch. Und es wäre wunderschön, wenn du diese Schwangerschaft mit dir teilst. Das war einfach irgendwann einmal eine Idee von mir, Mhm. weil ich ja immer überlege, was bietet sich an, was ist aussagekräftig. Und dann habe ich mir die Ausstellungen angeschaut immer und habe mir gedacht, es wäre wunderbar. Es ist ja auch keine Erfindung von uns oder Neuerfindung. Es wird ja überall gemacht, also Frauen in den Fokus zu nehmen, im Louvre oder wo auch immer. Mhm. Und darum dachte ich mir, das muss in Kärnten einmal möglich sein, Mhm. dass wir einfach wirklich den Fokus auf die Frauen legen, auf die bildenden Künstlerinnen Kärntens, und bin an die Direktorin herangetreten, die zuerst, also die gesagt hat, grundsätzlich gerne, aber wir haben zu wenig Bestand. Also der Mhm. Bestand ist zu gering. Sie muss es aus der Sammlung kuratieren. Und ich habe halt 3 Jahre dann sie bearbeitet mit stetigen Argumenten und habe gesagt, also wenn es keine Bilder gibt, dann machen wir einen schwarzen Raum und zeigen den schwarzen Raum. Das ist auch ein Statement Mhm. für die Situation im Land. Und so ist die Ausstellung dann eigentlich gewachsen. Also wir haben uns lang und viel damit auseinandergesetzt und sie war aber grundsätzlich immer dafür. Also sie hat nur diesen Zweifel gehegt, es könnte sein, dass kein Material zustande, dass wir es nicht zusammenbringen. Warst du dann überrascht, dass du gesehen hast, dass doch nicht wenig vorhanden Ja, ist? natürlich und sehr erfreut. Also es ist ja Mhm. noch viel mehr. Das ist ja auch nur eine Auswahl jetzt, die wir da Mhm. getroffen haben, weil wir bestimmte Schlagworte oder gefunden haben, die wir den Räumen zugeteilt haben, die so im Kontext von Frau irgendwie eine Rolle spielen. Und denen haben wir dann Kunstwerke zugeordnet. Aber da wäre noch viel mehr möglich. Mhm. Ich wurde auch vom Museum eingeladen, bei dieser Ausstellung so ein bisschen, ein Funken mitzuwirken, bei 2 Führungen. Und als ich vor ein paar Wochen diese slowenische Führung als Gast mitgemacht habe, war ich zutiefst berührt. Also die Ausstellung mag ich wirklich und sie berührt mich. Und wenn ich vor den Bildern stehe, dann war es wirklich, wirklich groß. Und dann war mein Publikum, es waren eigentlich Frauen und es war ein Mann dabei. Und dann habe ich mir gedacht, wie schön und wie großartig wäre es, wenn mehr Männer in diese Ausstellung gehen würden, wenn sie den Weg dorthin finden würden und sich auch mit, mit Frauenkunst, aber auch mit der Situation der Frau eigentlich auseinandersetzen. Wie siehst du das? Wie
können wir diese Räume, wenn du so einen Raum schaffst und der ist sehr groß, auch dem anderen Geschlecht mehr schmackhaft machen. Also meine Erfahrung ist, Ja. sobald etwas mit Frau gebrandet ist, Mhm. fühlen sich Männer ausgeschlossen. Mhm. Sie fühlen sich dezidiert ausgeschlossen. Und das ist das Manko. Ich habe einmal so einen Stadtspaziergang kreiert, der auch, das Thema war Stadt der Frauen, also wo sind die Orte, wo kommen Frauen vor? Mhm. Und habe das gemacht und wollte dann, das war sehr erfolgreich, sehr viele Frauen, manche Männer. Und im Anschluss habe ich dann ein Feedback eingeholt, habe so Kärtchen Ja, verteilt. ja. Und ein Mann hat dann gesagt, und ich wollte einfach wissen, was wünschen sich das Publikum, was wünschen sie sich für eine Stadt? Was sollte Ja, realisiert werden? ja. Und er hat dann zu mir gesagt, er schreibt nichts auf, weil er ist nicht gemeint, er ist ausgeschlossen. Und dann habe ich ihn also wirklich nicht nur getröstet, sondern aufgefordert, seine Wünsche zu deponieren. Aber also da gibt es ganz schnell so ein Missverständnis, Mhm. dass nicht alle Menschen gemeint würden. Und ich denke, Feminismus ist ein besseres Leben für alle. Mhm. Es ist immer so. Wir Mhm. können, und ist kein One-Way-Ticket, dass die Ausstellung Frau, also Subjekt, Objekt, Frau heißt, ist, weil Frauen einfach in diesem ganzen Ausstellungsreigen viel zu kurz kommen, viel zu wenig Werke gezeigt werden. Mhm. Bei der Vernissage habe ich einige junge Künstlerinnen, die wir ausstellen, kennengelernt. Die haben sich alle bei mir bedankt und bei Mhm. uns, weil sie gesagt haben, sie haben endlich Gelegenheit, auch hier auszustellen in diesem Haus, weil es diese Ausstellung gibt und diesen Titel gibt und weil es noch immer ein Ungleichgewicht gibt. Und Mhm. deswegen müssen wir das machen und deswegen müssen wir die Frauen hervorheben, aber nicht um Männer auszuschließen, im Mhm. Gegenteil. Und die zweite Sache, die mir dazu einfällt, ist, wenn ich meine Klassiker mache im Burghof, Faust oder Jedermann, Ja. dann sind diese Hauptrollen ja immer Frauen. Frauen besetzt. Spielt immer eine Frau, aber das macht nichts, da kommen die Männer. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht so wie bisschen der Twist, dass man es anders erzählt, die Geschichte. Dass Mhm. man, also sobald Mhm. der Fokus auf Frau ist es ein Frauenproblem, ein Frauenthema Mhm. und die Frauen, dann heißt geh du hin zur Partnerin, du kennst dich da aus, das ist dein Thema, es interessiert dich und Mhm. damit ist es abgetan. Mhm. Ich sehe in meiner Arbeit, dass, dass die Männer immer mehr bewusst auch diesen Raum, der Frauenraum betreten und sich immer mehr dafür interessieren, wie magisch ist eigentlich der Frauenkörper und wie arg ist das, was die Frau da eigentlich hinlegt und wie groß ist das eigentlich? Dann sehe ich sehr oft, dass eine andere Bewusstheit darüber entsteht, was eigene Mutter gegeben hat, weil also weil man, glaube ich, im Laufe des Lebens sehr oft die Eltern hernimmt für etwas, was man nicht so gut gefunden hat. Also finde ich sehr überraschend, dass ich mehr E-Mails nach dem Kurs von Männern zurückkriege, wie dankbar sie dafür sind, dass sie das alles erfahren durften und dass sie gar nicht gewusst haben, was sie da jetzt alles lernen werden und wie wertvoll das für sie sein wird, können sich dann viel mehr auf das alles einlassen unter der Geburt, kriegen einen anderen Fokus auch in der Zeit danach, weil sie familiär eigentlich noch ganz anders in diesen klassischen Rollenbildern eigentlich geprägt waren und dass ihnen das eine Möglichkeit gibt, da eine total andere Perspektive einzunehmen. Ich sehe als sehr wertvoll und nachhaltig, weil ich das Gefühl habe, wenn sie diese Räume sehen, erleben, nicht nur sehen und wissen, das spielt sich in ihrem Leben ab, sondern dass sie ein Teil davon sind, dann verändert das zum Teil auch ihr Blickwinkel auf die Gesellschaft und was für eine Welt haben wir eigentlich aufgebaut. Und meiner Meinung nach wäre es schön, wenn wir es schaffen, noch mehr diese Welten aufzuklären, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und sie gegenseitig mehr zu verbinden. Also den Männern noch einmal mehr, weil definitiv ist es so, dass wenn man als Frau geboren wird, kann man sagen, macht keinen Unterschied, aber ich mache gesellschaftlich einen Riesenunterschied. Und, ähm, und, und wir
als Human Being anders strukturiert sind. Wir funktionieren einfach anders. Wir sind ganz einem anderen Hormoneinfluss. Wir haben andere Transition in unserem Leben. Und ich würde es total schön finden, wenn man ihnen mehr erzählt davon. Weil Fakt ist, dass sie es von allein wenig machen und diese Räume öffnen, damit wir noch mehr darüber sprechen, was macht uns eigentlich aus. Jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo wir als Frau noch selbstbewusster eigentlich diese Stimme nutzen, die wir haben. Wie siehst du das in der Kunst? Wie kann man dann noch mehr Räume kreieren, dass man, dass man so eine, also wo kann die Zukunft hingehen, dass wir eine wertvolle Situation für alle zusammen letztendlich, aber auch für die Frauen schaffen? Ich versuche das halt in meinen Stücken einfach ganz ich schummel's rein. Also, ich schummel's einfach rein. Ich mache das, ich nehme diese klassischen Texte Mhm. und untersuche sie, aber ich versuche jetzt inzwischen, keine Fremdtexte, also nicht so von der Metaebene dann einen feministischen Diskurs irgendwie reinzubringen, der so offensichtlich ist, Mhm. sondern ich versuche, mit diesen Texten zu arbeiten Mhm. und entweder also, wenn es wirklich jetzt so plakativ frauenfeindliche Themen sind, dann versuche ich sie einfach auszustellen. Mhm. Ich stelle den Satz dar oder die Sätze Mhm. und die stehen für sich selber Mhm. und die Leute checken das total gut. Also, sie Mhm. checken es einfach, man muss sie einfach ernst nehmen und das erzählt sich dann einfach von alleine. Und jetzt ich weiß, es gab dann, schon Kritik, also der Jedermann oder der Faust, Mhm. das kann keine Frau sein. Habe ich auch gehört, habe ich mir bewusst nicht angeschaut, weil ich Mhm. mir gedacht habe, das kann keine Frau sein. Solche Stimmen gibt es natürlich auch. Aber es Mhm. gibt sehr viel andere, die Mhm. sagen: „Das wollte ich mir anschauen und es macht ja keinen Unterschied.“ Es Mhm. macht keinen Unterschied. Mhm. Und das, glaube ich, ist eigentlich die Option, dass wir in Wahrheit, so wie ich auch mit diesem Verein Visible Ja, die genau, vielleicht Sichtbarkeit machst mache. mhm. Es Mhm. geht einfach um Sichtbarmachung und wenn jetzt der Faust, der eine Frau ist, einen Satz sagt, der schräg ist aus dem Frauenmund, sagt es uns alles. Also, wir sind dann auf das Mhm. Patriarchat sowieso zurückgeworfen und können uns einfach das einmal durchgehen lassen, durch den Kopf gehen lassen und überlegen: „Warum ist es schräg? Warum darf sie es nicht sagen?“ Und das reicht. Also, das Mhm. ist eine einfache Methode eigentlich, die wirklich gut angenommen wird. Mhm. Seit wann gibt es, den Verein Visible? Den gibt's vielleicht seit 4 Jahren Seit 4 circa, Jahren? Ja, ja. genau. Und was ist da euer was ist euer Anliegen? Ich wollte da diesen Verein gründen, Weil du hast weil ihn ja, gegründet und genau, leitest es genau, auch, genau. ja? Und ich wollte eine Plattform haben, von Mhm. der aus ich alles andere also in wo ich alles andere sozusagen parken kann, was ich mache, was nicht Theater ist, weil ich ja, dann für Zeitungen schreibe oder Mhm. was weiß ich, diverse Projekte mache. Jetzt mache ich ein Projekt an einer Schule über K.O.-Tropfen. Mhm. Und das sind alles Dinge, die brauchen so ein Dach und Mhm. das habe ich drum gemacht. Und, es geht um Sichtbarmachung von Frauen in Kunst, Kultur und Gesellschaft. Da gab es auch Talks, da gab es alles mögliche, Diskussionen und das findet da eben einfach Mhm. seine Mhm. Heimat. Was nährt dich in deinem Leben, dass du immer wieder zu neuer Inspiration findest? Was sind Sachen, die du brauchst als Künstlerin, dass diese Ideen und alles aus dir kreieren kannst? Also, andere Künstler, Künstlerinnen, Gespräche mit ihnen, ähm, auch einfach Produktionen. Also, ich schaue mir viel an, wenn ich in Wien bin oder Mhm. sonst wo auf der Welt. Mhm. Das ist sehr inspirierend, aber auch viel Gespräche einfach, Mhm. Mhm. was auch immer. Also, ich glaube, auch wach durch die Welt gehen. Manchmal fällt mir im Wald was ein, was Gutes. Mhm. Das kann überall passieren. Mhm. Oder durch ein Gespräch mit irgendwem, mit irgendeiner Zufallsbekanntschaft, keine Mhm. Ahnung, oder beim Laufen oder ja. Das heißt, du siehst Schmetterlinge, fängst sie und dann machst du was draus. Genau, so ungefähr. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das ist unerschöpflich. Also, ich habe dauernd neue Ideen, also, ich habe viel zu wenig Zeit und Ressourcen, das Das alles umzusetzen. Ja, umzusetzen, genau. was Also, ich aus dir verwirf das ja heraus dann möchte. auch, aber
manchmal fällt mir dann was ein, was ich mir vor 5 Jahren gedacht habe, das könnte ich machen. Und dann ist die Gelegenheit gerade gut und es Mhm. entwickelt sich dann so, aber es gibt so im Hinterkopf gibt's halt immer also ein paar Projekte, die es schon lang gibt, von denen man denkt, das müsst ihr mal machen. Also Mhm. so und das wächst dann oder ich verwirf es oder es kommt wieder. Das ist irgendwie so ein Pool, von dem man aus agiert. Mhm. Im Jahr 2023 hast du Maria Tusch-Preis, den Frauenpreis der Mhm. Stadt Klagenfurt bekommen. War eine große Anerkennung dessen, was du machst. Wie war das für dich? Ja, sehr. Ich habe mich wirklich gefreut, wirklich, weil die Entscheidung anscheinend von der Jury einstimmig war Mhm. und ich bin also die Jüngste, die es jetzt gekriegt hat bis jetzt. Und ja, das ist einfach eine öffentliche Anerkennung Mhm. und auch Sichtbarmachung meiner Arbeit und Mhm. Würdigung meiner Arbeit und das hat mich wirklich gefreut. Mhm. Was möchtest du deinen Töchtern mitgeben? Mhm. Dass sie also ihr absolutes Selbstvertrauen, dass sie einfach wissen, dass sie ihren Weg gehen können Mhm. und auch den Weg finden werden. Also, wie auch immer, wenn sie ihn suchen. Also, ich finde, alle 3 sind wirklich gut unterwegs jetzt gerade Mhm. und gehen ganz unterschiedliche Wege, machen das ganz toll und ich wünsche mir, dass es so bleibt für sie. Mhm. Worauf bist du stolz in deinem Leben? Auf meine Töchter, auf meine Familie sowieso, auf die ganze, ähm, auf meinen neuen kleinen Dackel. Ähm, ja, und auch, dass ich unabhängig bin. Also, Mhm. ich habe mir einen Weg geschaffen. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht subordinationsfähig. Ich habe Mhm. gemerkt, also in so Strukturen, Mhm. in denen es dann einen Chef gibt und du dich den Ideen dann ständig beugen musst, das funktioniert irgendwie nicht und ich kann davon leben und Mhm. auf das bin ich eigentlich stolz. Mhm. Wofür bist du dankbar? Für alles. Also, dass ich da bin, dass ich auch also, für alle Bedingungen, die ich vorgefunden habe, Mhm. für einfach die Möglichkeit, dass ich auch also, hier lebe in dieser wunderbaren Landschaft, in Mhm. diesem, ähm ja, Was wünschst du dir? ja, dass es noch lang so bleibt. Also, dass Mhm. wir haben jetzt gerade einen Todesfall in der Familie, Mhm. dass es einfach also, die Möglichkeiten, wie soll man sagen auch Kunst zu machen, dass Mhm. die nicht jetzt sukzessive demontiert werden. Also, da gibt's reale Gefahren einfach Mhm. und Bestrebungen, und dass sich die Gesellschaft nicht weiter rückwärts entwickelt, so wie es Mhm. jetzt ausschaut. Also, dass das möge bitte eine kleine schreckliche Zwischenphase sein, Mhm. weil sich, aus gewissen Konstellationen heraus die Menschen nach Sicherheit und klaren Antworten sehnen. Mhm. Aber ich hoffe, dass sie bald zur Einsicht kommen und verstehen, dass das kein Weg ist. Mhm. Dann wünsche es mir auch vom Herzen, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, weil wenn deine Wünsche in Erfüllung gehen, dann bereicherst du weiterhin mein Leben und Dankeschön. Leben so vieler anderer Menschen. Und ich bedanke mich vom Herzen, dass du heute zu Gast warst. Danke Danke für die sehr. Einladung, für das schöne Gespräch. Danke Vielen sehr. Dank.